Tja, und was der Ausgang dieser Wahl dann auch eventuell für uns bedeuten könnte, darüber möchte ich sprechen mit Nico Lange, Sicherheitsexperte und Politikberater. Schönen guten Tag. Schauen wir mal auf einen möglichen Wahlsieger Donald Trump. Sind wir tatsächlich hier in Deutschland auch sicherheitspolitisch auf eine neue Ära Donald Trump vorbereitet? Nein, sind wir nicht. Und jetzt haben wir seit 2016 darüber geredet, dass wir vorbereitet sein müssten. Getan haben wir aber zu wenig. Bei den Verteidigungsausgaben, bei der Vorsorge für unsere Sicherheit, aber auch bei europäischem Zusammenhalt, europäischer Führung. Insgesamt ist das zu wenig. Jetzt sind wir davon abhängig, wie die Amerikaner sich in einigen Swing States entscheiden. Wenn Donald Trump gewinnen sollte, wie würde uns diese mangelnde Vorbereitung jetzt dann auf die Füße fallen? Wie könnte sie uns auf die Füße fallen? Man weiß von Trump, dass er ein Faible hat für Zölle. Und möglicherweise würde er Handelsbilanz und Zölle sofort zum Thema machen. Das ist in der Lage, in der wir gerade sind, wo es wirtschaftlich sowieso schon nicht so einfach ist, eine zusätzliche Schwierigkeit. Und wir haben, was die Sicherheit betrifft, schlechte Argumente, weil wenn wir die letzten Jahre, auch dieses Jahr und auch die nächsten Jahre 2% des Bruttoinlandsprodukts und mehr für Verteidigung ausgeben würden, dann könnten wir damit argumentieren. Wenn wir das nicht machen, sind wir im Unrecht. Und das wird Trump natürlich ausnutzen. Aber auch Kamala Harris wird in Sachen NATO-Ausgaben wahrscheinlich noch mal deutlich mehr Druck machen, sollte sie gewinnen. Das heißt, es bleibt uns doch eigentlich jetzt gar nichts anderes übrig, als einfach mal die Ärmel hochzukrempeln und das nachzuholen, was wir versäumt haben. Oder ist es dafür schon zu spät? Es ist ein bisschen traurig, dass wir das immer nur mit einem Schock können. Ja. Weil europäische Sicherheit unser Interesse ist und selbst für unsere Sicherheit mehr zu tun. Das sollten wir schon lange begriffen haben, dass es notwendig ist. Und ich kann ja auch jeden amerikanischen Steuerzahler verstehen, der sagt, warum sollen die amerikanischen Steuerzahler dauerhaft mehr für Sicherheit in Europa ausgeben, als die Europäer selbst, die da irgendwie nicht aus dem Knick kommen. Jetzt gibt es viele in Deutschland gerade, die so ein bisschen Angst haben vor Donald Trump. Und auch, was er sicherlich auch an seinen, ja, sagen wir mal, markigen, um es mal nett auszudrücken, Sprüchen liegt. Jetzt hören wir aber zum Beispiel Regierungschefs wie Mark Rutte, der sagt, na ja, ich habe eigentlich immer ganz gut mit Donald Trump zusammengearbeitet. Da war er sicherlich noch Regierungschef. Jetzt als NATO-Generalsekretär dürfte die Zusammenarbeit vielleicht auch ein bisschen schwieriger aussehen. Aber sind wir hier vielleicht ein bisschen zu fatalistisch, was die Person Donald Trump angeht? Ja, Trump ist jemand, der über Personen funktioniert. Insofern war das vielleicht auch ein Grund für die Auswahl von Mark Rutte, dass er mit Trump klarkommen kann. Und davon wird vieles abhängen, wie die persönlichen Verhältnisse sich gestalten. Unser Bundeskanzler, unser derzeitiger, hatte ein sehr gutes Verhältnis zu Joe Biden. Ich habe so meine Zweifel, ob das mit Donald Trump auch funktionieren würde. Und wenn man sich in Europa umguckt, Macron, Meloni, Starmer, Sanchez, wer von den Großen könnte eigentlich ein gutes Verhältnis zu Trump haben und die Interessen da der Europäer insgesamt vertreten? Das ist, glaube ich, jetzt eine wichtige Frage, wenn es dazu kommt. Klar ist aber auch, Kamala Harris ist keine Sicherheitspolitikerin, keine Transatlantikerin im herkömmlichen Sinne. Auch da wird es, glaube ich, viele Bemühungen der Europäer geben müssen, vor allen Dingen aber Handlungen der Europäer. Über die Gemeinsamkeit der Europäer muss man sich gerade Sorgen machen. Geschlossenheit ist das, was am meisten hilft. Und da gibt es im Moment keinen, der so richtig die Führung dafür übernehmen will. Ja, und schon gar nicht hier in Deutschland, wenn man sich mal den Zustand unserer Koalition momentan anschaut. In einer Weltsicherheitslage, die so ist, wie sie ist. Wie gefährlich ist das Gebaren dieser Ampelregierung zu diesem Zeitpunkt? Ja, es ist jedenfalls nicht hilfreich, wenn man innenpolitische Probleme hat. In Frankreich gibt es die ja auch schon eine ganze Weile. In Spanien. Wer ist eigentlich in Europa stabil und kann nach außen gucken und kann das transatlantische Verhältnis gerade jetzt hochhalten und weiterentwickeln? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Hoffen wir, dass das in Deutschland, diese Selbstbeschäftigung, schnell aufhört. Es kommt gerade alles zusammen. Wahlen in den USA, Situation im Nahen Osten, Russlands Krieg gegen die Ukraine. Da ist Handlungsfähigkeit gefragt. Allerdings. Und die lässt Deutschland ja momentan ein bisschen vermissen. Nico Lange, danke schön für Ihre Einschätzung. Gerne.